Diese aufregenden Szenen könnten die Siegesfeier eines Politikers sein. Oder vielleicht eine große Geburtstagsfeier für einen Hollywood-Filmstar. In Wirklichkeit ist der Mann, der im Mittelpunkt all dieser Aufmerksamkeit steht, König Konstantin von Griechenland. Aber Griechenland ist schon seit fast 30 Jahren eine Republik. Diese Szenen von zügellosem Royalismus finden nicht in Athen statt, sondern in London, wo der König im Exil lebt. Konstantin ist der König, der seinen Thron verloren hat. Schön, dass Sie gekommen sind. Ein königlicher Hochzeitsempfang. Kronprinz Paul, der älteste Sohn von König Konstantin von Griechenland, heiratet Marie Chantal Miller, die Tochter eines der reichsten Männer der Welt. Es ist ein Paradies für Royal-Fans. Die Gäste dieser königlichen Hochzeit sind ein Who is Who der Mächtigen. Das Ganze vorzubereiten war ziemlich kompliziert, aber es war ein toller Tag. Ich habe jeden Moment genossen, es war ein großer Spaß. Die ganze Familie war da. Die ganze Familie ist die Crème de la Crème der europäischen Königshäuser. Viele sind als die Verwandten bekannt. Eure Majestäten, eure königlichen Hoheiten, meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Jeder hat eine Nummer und sie stehen auf dieser Tafel und auf der Tafel nebenan. Wie Sie wissen, ist die Königin die Patin unserer Tochter. Und Prinz Charles ist der Patenonkel meines Sohnes und ich der seines Sohnes. Wir stehen uns sehr nahe. Der Society-Fotograf Lord Lichfield vergisst kurz das Protokoll, als er Monarchen und Staatsoberhäupter an den richtigen Platz verweist. Sie müssen die Kamera sehen können. Okay, gut, wunderbar. Alle direkt in die Kamera jetzt. Genau so. Das ist schön. Das ist wunderbar. Bitte stillhalten. Wunderbar. Nach der Hochzeit reisen die königlichen Gäste in ihre komfortablen Paläste in ganz Europa zurück. Aber König Konstantin reist nicht zurück nach Griechenland und auch nicht in einen Palast. Mit seiner Frau, Königin Annemarie, lebt der König seit 30 Jahren hier in einem Vorort im Norden von London. Das ist eine berühmte Zeichnung meines Großvaters, der Oberbefehlshaber der griechischen Streitkräfte in den Balkankriegen war, von 1912 bis 13. Er erhielt hier gerade ein Telegramm über den Sieg gegen den Feind in einer Seeschlacht. Konstantin ist ein Mann, dessen Vorfahren Schlachten geschlagen und Städte befreit haben. In seinem Haus ist die Vergangenheit sehr präsent. Königliche Andenken erzählen griechische Geschichte und erinnern schmerzhaft daran, wie es hätte sein können. Das ist mein Großvater, König Konstantin. Es ist ein Laszlo-Gemälde und man kann es kaum erkennen, aber er trägt ein schwarzes Band, weil sein Vater, König Georg I. von Griechenland, ermordet worden war. König Georg I. war der Bruder von Königin Alexandra und Prinzessin Marie von Russland. Und das ist die Mutter meines Großvaters, meine Urgroßmutter, Königin Olga. Dieses Armband wurde über Generationen weitervererbt. Es wurde meiner Frau am Genfer Flughafen gestohlen. Es ist ein Rubin und ein Saphir. Wir versuchen die Behörden zu überzeugen, es zu finden. Das ist meine Mutter. Und diese beiden sind von König Georg I. von Griechenland, als junger Mann, kurz nachdem er von Dänemark nach Griechenland kam. Und das ist er später.
Das ist die Königin, als sie als Prinzessin Elizabeth mit Prinz Philipp nach Griechenland kam. Und das ist eine Aufnahme aus einem Café in Kapsunion. Das ist mein Vater. Und das ist die Schwester von Prinz Philipp. Verheiratet mit dem Bruder meiner Mutter, Prinz Georg von Hannover. Und das sind seine beiden Söhne, Prinz Karl Hessel und Prinz Rainer. Und dieser süße kleine Junge, hier bin ich. Das hat der Prinz von Wales gemalt. Es ist die Insel Kreta, gemalt von der Britannia aus, als sie in den Flitterwochen vorbeifuhren. Das wurde von ihm gemalt auf dem Berg Athos bei einem der Klöster. Es ist wunderschön und man kann die Entwicklung des Malers sehen. Das war's. Vor 40 Jahren waren die Dinge noch ganz anders. Tausende von Griechen säumten die Straßen, als der junge, gut aussehende König, ein Nationalheld, der eine olympische Goldmedaille gewonnen hatte, eine schöne Prinzessin aus Dänemark heiratete. Die Zukunft schien so sicher. Doch dieser märchenhafte Anfang läutete das Ende von mehr als 100 Jahren griechischer Königsherrschaft ein. Wie kam es, dass eine Familie mit so tadellosen Referenzen und einer so illustren Abstammung alles verlor? Kronprinz Konstantin wurde ausgewählt, Griechenland bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom zu vertreten. Hier führt er die Mannschaft bei der Eröffnungszeremonie an. Sein Sport war Segeln. Sein Jugendfreund Kostas erinnert sich an den Prinzen, als sie noch gemeinsam zur Schule gingen. Er wollte immer etwas für das Wohl der Mannschaft tun. Ich war für die Leichtathletikmannschaft verantwortlich. Und manchmal brauchte ich nur jemanden, der noch einen Punkt holte. Als Fünfter oder Sechster. Er hat sich immer freiwillig gemeldet. Er war ein echter Sportsmann. Wir hofften, dass wir bei Olympia, wenn wir Glück haben und uns Mühe geben, vielleicht einen 6. Platz erreichen. Das war unser Ziel, unser Land nicht zu blamieren. Wir haben nie erwartet, die Goldmedaille zu gewinnen. Es war wunderbar. Wir haben uns fantastisch gefühlt, auf das Podium zu steigen und die Medaille umgehängt zu bekommen, die griechische Flagge zu sehen und die griechische Nationalhymne zu hören. Ich habe immer gesagt, dass das das beste Gefühl in meinem Leben war, neben meiner Verlobung. Es war fantastisch. Goldmedaille hin oder her. König Konstantin ist in Griechenland schon sein halbes Leben lang nicht mehr willkommen. Im Gegensatz zu dem Boot, in dem er Gold gewann und das der Stolz des griechischen Yachtclubs in Piräus ist. Da werden viele Erinnerungen wach. Ich war heute Nachmittag mit meiner Crew zusammen und wir haben darüber nachgedacht, das Boot eines Tages nochmal ins Wasser zu lassen. Es ist so schön. Zum ersten Mal seit seiner Verbannung im Jahr 67 ist Konstantin wieder im Club. Ein emotionaler Moment. Ich habe genau 36 Jahre darauf gewartet, der ISF sagen zu können: Willkommen in dem Club, in dem ich Mitglied bin. Und willkommen in dem Club, in dem ich die Ehre habe, Admiral zu sein. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor wurde der mit einer Goldmedaille ausgezeichnete Kronprinz von seinem Vater, König Paul, auf dem Rollfeld des Athener Flughafens begrüßt. Konstantin wurde von seinem Land als Nationalheld gefeiert. Sie schätzten, weil es die erste Medaille seit 50 Jahren war, dass etwa 1,5 Millionen Menschen auf den Straßen waren, die meine Mannschaft und mich bejubelten.
Eine Goldmedaille zu gewinnen ist etwas Unglaubliches. Für den Kronprinzen war es damals eine unglaubliche Sache. Und das kann ihm niemand mehr nehmen. Man kann einem Menschen fast alles nehmen, aber nicht seine Goldmedaille. So ziemlich alles andere wurde ihm weggenommen. 26 Kilometer nördlich von Athen liegt ein 10.000 Hektar großes Anwesen namens Tatoi. In seiner Mitte steht dieses Haus, das seit Dezember 67 unbewohnt ist. Es war einst der Familiensitz von Generationen von Königen und Königinnen Griechenlands. Konstantin war erst 27 Jahre alt und weniger als 3 Jahre auf dem Thron, als der Albtraum eines jeden Monarchen wahr wurde. Der Umsturz der bestehenden Ordnung durch militärische Gewalt. Wir waren hier und die Königin erwartete unseren ältesten Sohn. Wir erfuhren es gegen 2 Uhr nachts und ich rief meinen Adjutanten an, der in dem Haus dort wohnte, und er kam herunter, klopfte an diese Tür, diese schöne alte Tür. Ich ging zum Telefon und versuchte herauszufinden, was los war. Ich versuchte, die Regierung anzurufen, aber sie war verhaftet worden. Ich versuchte, verschiedene Kommandeure anzurufen. Die Leitungen wurden ständig gekappt. Dann hörten wir, dass die Panzer das Tor erreicht hatten und ich schickte meinen Sicherheitsbeamten los, den Kommandeur des Panzergeschwaders zu holen, damit ich mit ihm sprechen kann. Aber sie verhafteten den Sicherheitsbeamten. Da wurde mir klar, dass sie keine guten Absichten hatten. Ich bat meinen Sicherheitsdienst, sich hierher zurückzuziehen. Es waren nur etwa 20 Mann. Und wir waren dort drüben und hatten nur etwa 4 Maschinenpistolen. Und ein paar Revolver. Und das war's. Hatten Sie Angst um Ihr Leben? Man hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Man ist so beschäftigt. Wir mussten erst mal verstehen, was los war und versuchen, das Problem zu lösen. Und dann bin ich zum Hauptquartier, um herauszufinden, was wir tun können, um mein Land vor dem Chaos zu retten. Dieses Chaos Mitte der 60er Jahre war eine Folge der griechischen Politik, die sich in Aufruhr befand. Der Putsch erfolgte etwa einen Monat vor den Parlamentswahlen, bei denen ein Sieg der Linken sicher war. Aus Angst vor einem zivilen Chaos und dem eigenen Machtverlust übernahm ein Teil der Armee unter der Führung eines Brigadiers und 2 Obristen das Land mit Gewalt. Über 10.000 Menschen wurden verhaftet. Der ehemalige König Konstantin hat nie ausführlich über diese Zeit gesprochen und gibt nur selten Interviews. Ich wurde eingeladen, ihn in seinem Haus in Nord-London zu treffen. Können Sie uns in möglichst einfachen Worten erklären, was 1967 genau geschah? Es ist das schrecklichste Gefühl, das man haben kann, zu sehen, wie sein Land innerhalb weniger Stunden vor seinen Augen zerbricht. Mein einziges Ziel an diesem Tag war es, ein System zu finden, mit dem wir uns nicht gegenseitig umbringen und in einen Bürgerkrieg geraten würden. Das hatten wir in den 40er Jahren schon einmal. Und ich habe versucht, einen Weg zu finden, das Problem zu lösen, ohne dass Blut vergossen wird. Keine leichte Aufgabe. Die Strategie des Königs überraschte viele. Dieses offizielle Foto wurde kurz nach dem Staatsstreich aufgenommen, als Konstantin, noch als offizielles Staatsoberhaupt, die Obristen als neue legitime Regierung vereidigte. Viele Menschen haben sich gefragt, ob sie der neuen Regierung nach dem Putsch eine gewisse Legitimität verliehen haben, indem sie anerkannten. Was würden Sie diesen Kritikern sagen? Nun, die Legitimität kam dadurch zustande, dass ich die Regierung an jenem Tag vereidigt hatte. Der Grund, warum ich das tat, war, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich es nicht täte und dann versuchen würde, Zeit zu gewinnen, würden wir, wie ich bereits sagte, möglicherweise in einen zivilen Konflikt zwischen den militärischen Einheiten geraten. Der damalige Premierminister war auch verhaftet worden und ich zwang die Obristen, ihn freizulassen, weil ich mit ihm sprechen und seinen Rat einholen wollte.
Er war auch der Meinung, dass ich all diese Leute verhaften sollte. Ich sagte zu ihm, wie soll ich sie denn verhaften? Ich habe keine Einheiten zur Verfügung. Wie soll ich sie verhaften? Er fragte, was wirst du tun? Und ich sagte, nun, ich denke, ich vereidige eine Regierung mit so wenig Militär wie möglich und so vielen Zivilisten wie möglich und versuche dann Zeit zu gewinnen, um einen Gegenputsch zu organisieren und die Demokratie wiederherzustellen. Und er sagte, dass das wohl das einzig Vernünftige sei. Viele Leute haben gesagt, der König hätte eigentlich von seinem Recht Gebrauch machen müssen, das Militärregime abzusetzen. Er hätte es nicht dulden dürfen und notfalls sogar seine Pistole gegen Offiziere ziehen müssen, die eine Revolution gegen die bestehende Ordnung heraufbeschworen. Militärkommandanten und politische Führer wurden innerhalb weniger Stunden nach dem Staatsstreich der Obristen verhaftet. Der König war allein. Welche Möglichkeiten hatte er? Es ist sehr einfach, im Nachhinein oder von außen jemanden dafür zu kritisieren, was er getan oder nicht getan hat. Ich bin der Meinung, dass der König immer richtig gehandelt hat, in einer außerordentlich schwierigen Situation. Sie haben von ihrem König ein gewisses Opfer erwartet. Und das Opfer hätte nicht unbedingt darin bestanden, sein Leben oder seine Familie in Gefahr zu bringen, sondern aufzustehen und zu sagen, nein, ich akzeptiere diesen Militärputsch nicht. Aber er hat das Gegenteil getan. Konstantin behauptet, er habe das Gegenteil getan, um seine wirklichen Absichten, sich gegen den Putsch zu wehren, zu verschleiern. Doch im grellen Licht der internationalen Berichterstattung sah sein Verhalten nach Kollaboration aus. Als der König zu Ostern Eier aufschlug, schien er sich mit der Militärjunta gut zu stellen. Er sagt, er hatte etwas anderes im Sinn. Jemand hat mich gefragt, wann ich vorhatte, sie zu stürzen. Und ich sagte, 10 Minuten nachdem ich gehört hatte, dass sie einen Staatsstreich planten. Das war um 2 Uhr morgens. Vom ersten Tag an überlegte er, wie kann ich mich aus dieser Situation befreien? Wie kann ich Griechenland vor diesem Schicksal bewahren? Das Problem bei einem Staatsstreich ist, dass man einen ausgeklügelten Plan haben muss. Die höheren Generäle und ich hatten keine Ahnung, wie man so etwas macht. Wir mussten also improvisieren. Er hatte nur eine Karte auf der Hand. Wenn er sie nicht übertrumpfte, hatte er verloren. Ich habe 8 Monate gebraucht, um alles vorzubereiten. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten am 13. Dezember versucht, die Obristen zu stürzen. Das hat nicht geklappt, also musste ich das Land verlassen und ins Exil. Ich entschied mich, das Land zu verlassen, aus einem einfachen Grund. Wenn ich bliebe, würden sich die Militäreinheiten gegenseitig erschießen. Brüder töten ihre Brüder, Väter ihre Söhne. Das hatte keinen Sinn. Die Obristen zu stürzen und die Demokratie wiederherzustellen, hätte in den ersten 2 Stunden passieren müssen. Danach war es zu spät. Wenn Sie als älterer und weiserer Mann die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie etwas anders machen? Ich hätte die meisten Dinge genauso gemacht, nur viel besser. In den frühen Stunden eines kühlen Donnerstags, dem 14. Dezember 67, floh die griechische Königsfamilie ins Exil. Das königliche Flugzeug landete in Rom, 5 Minuten bevor der Treibstoff ausging. Die Familie hatte nur wenige Habseligkeiten mitgenommen. Sir, haben Sie Pläne, irgendwann nach Griechenland zurückzukehren? Es wussten nur wenige, dass sich die Königin im frühen Stadium der Schwangerschaft befand. Trotz des Drucks der Medien bewahrte der König sein typisches Schweigen. In einem fremden Land, abgeschnitten von allem, was ihnen vertraut war, hatten die königlichen Flüchtlinge keine Vorstellung, was die Zukunft bringen würde. Wo übernachten Sie hier? Ein alter Freund des Königs erinnert sich noch an diese schwierige Zeit. Ich bin nach Rom gefahren und habe versucht, ihn zu finden. Und habe geklingelt, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und er öffnete die Tür. Es war sehr bewegend. Ich war sehr bewegt, er war sehr bewegt. Er dachte, ich sei verhaftet worden, aber das war ich nicht.
Und es war ein sehr schwieriger Moment in seinem Leben, denn es war der Tag, an dem die Königin ihr Baby verloren hatte. Sie war hochschwanger, als sie am 13. Dezember aus Griechenland abreiste, und sie verlor das Baby am 16. Dezember. Wir beschlossen zunächst in Rom zu bleiben, weil nicht genug Treibstoff im Flugzeug war, als wir Griechenland verließen. Wir konnten nicht weiterfliegen. Aber ich wollte dem griechischen Volk symbolisch zeigen, dass wir es während der Diktatur nicht vergessen haben und dass wir für die Freiheit kämpfen würden. 2 Wochen nach seinem gescheiterten Gegenschlag wurde dies von der Wochenschau aufgezeichnet. Die königliche Familie verbringt Weihnachten in der Residenz des griechischen Botschafters in Rom, scheinbar ohne jegliche Sorgen. Dieser Anschein entsprach vielleicht dem königlichen Protokoll, aber er tat dem Image des Königs keinen Gefallen. Der nächste Schritt, den man vom König von Griechenland, vom König eines jeden Landes erwartet hätte, war die Verurteilung des Status quo in seinem Land. Das hat er nicht getan, als er im Exil war, als er im Ausland war. Und das heißt viel, sehr viel. Im Laufe der Zeit erhöhte die Junta den Druck und wurde immer brutaler, um jede Opposition zu unterdrücken. Grausame Berichte über Folter und Unterdrückung wurden bekannt. Es gab weltweite Proteste. Der König im Exil blieb stumm. Schließlich erklärte das Militärregime im Juli 1973, dass Griechenland nun eine Republik sei. Und der König wurde formell abgesetzt. Nach der Abschaffung der Monarchie musste ich Mittel und Wege finden, um zu überleben, und so verließ ich Rom. Meine Familie ging zunächst nach Dänemark und ich nach London, um dort eine Bleibe zu finden. Und dann kam die ganze Familie hierher und wir sind hier seit Ende 1974. Sie sagen, ein Weg zum Überleben. Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe keine Ahnung, was eine Person in ihrer Situation tut, um zu überleben. Was taten Sie, um sich und Ihre Familie zu unterstützen? Es ist schwierig, aber nach und nach muss man sich anpassen und man muss Mittel und Wege finden, um das zu tun. Aber anfangs war es ein ziemliches Problem. Aber diese Dinge passieren eben. Würden Sie mir erzählen, wie Sie das überwunden haben? Nun, es ist sehr privat. Aber wir haben es geschafft zu überleben. 1974 zogen der König und die Königin mit ihren 3 Kindern, Alexia, Paul und Nikolaus, in das Dorf Topham in Surrey. Noch im selben Jahr brach die Militärjunta zusammen. Natürlich war die griechische Königsfamilie optimistisch, was eine Rückkehr nach Griechenland betraf. Doch die neue demokratische Regierung ordnete ein Referendum über die Zukunft der Monarchie an. Mit der Begründung, dies könne zu Unruhen führen, erklärte der neue Premierminister, er werde den König anrufen, wann er zurückkehren kann. Der Anruf kam nie. Und der König führte vom englischen Exil aus einen Wahlkampf. Griechenland stimmte mit 2:1 für die Abschaffung der Monarchie. Bis sie ihren Platz im griechischen Leben verloren haben. Wie war Ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit? Es war sehr ähnlich wie in England. Bei allen großen Staatsfeiern und an den Nationalfeiertagen waren riesige Menschenmengen auf den Straßen, die sich mit dem König und der Krone identifizierten. Aber die Umstände unseres Lebens änderten sich, als die Diktatur kam und ich das Land verlassen musste. Dann war ich so lange aus der Öffentlichkeit verschwunden, dass es für mich und die Öffentlichkeit sehr schwierig war, weil man keinen Kontakt hatte. Seit dem Referendum von 1974 ist er offiziell Ex-König von Griechenland. Obwohl er auch heute noch im Hofrundschreiben, das in den britischen Zeitungen veröffentlicht wird, immer als König Konstantin der Hellenen bezeichnet wird. Heute verfolgt der Ex-König der Hellenen die Ereignisse in Griechenland von England aus, über Satellitenfernsehen. Hätte es diese Technologie zur Zeit des Putsches der Obristen und des Referendums gegeben, wäre das Schicksal des griechischen Königs vielleicht anders verlaufen.
Der 1973 abgesetzte und seither im Exil lebende ehemalige König von Griechenland hat nie offiziell auf seinen Status als Monarch verzichtet. Einer der Gründe dafür liegt in einer tiefen griechischen Tradition. In der griechisch-orthodoxen Tradition wird der König bei seiner Krönung gesalbt. Also einmal König, immer König. Er wird bis zu seinem Todestag niemals seinen Status als König verlieren. Aber er ist natürlich im Moment kein regierender König. Er ist ein Ex-König. Das ist sein offizieller Status und ich denke, es ist ein Status, den er selbst akzeptiert. Sind Sie der letzte König von Griechenland? Wie bitte? Glauben Sie, dass Sie tatsächlich der letzte König von Griechenland sind? Nun, laut der Verfassung meines Landes ist das der Fall. Und Ihrer Meinung nach? Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert. Schwer zu sagen. Der Hof von König Konstantin residiert hier im 6. Stock dieses Londoner Gebäudes. Es ist weit entfernt vom Leben in einem Palast. Die Geschäfte des Ex-Königs werden seit Ende der 70er Jahre von diesen bescheidenen Büros ausgeführt. Konstantin unterschreibt immer noch mit der königlichen Unterschrift. Im Büro gehen jährlich etwa 150.000 Briefe ein. Die meisten sind an Seine Majestät oder König Konstantin adressiert. Kein Wunder also, dass er sich immer noch für einen König hält. Sie wünschen sich, dass es seiner Familie gut geht und ihr größter Wunsch ist, ihn in Griechenland zu sehen. Wie die Mitglieder der meisten königlichen Familien bekommt auch König Konstantin Berge von Geschenken. All diese Sachen kommen von Bürgern aus Griechenland, die nach England kommen und mich besuchen wollen. Und sie bringen diese Dinge als Geschenk mit. Sie kommen von Geistlichen, Studenten oder wem auch immer. Sie bringen etwas mit zum Schutz oder als Segen. Ich bewahre die Dinge hier auf. Die Soldaten, wenn ich mich richtig erinnere, wurden von Prinz Philipp gesammelt. Sie sind schön, oder? Das ist die königliche Garde. Der ehemalige König von Griechenland hat sein Leben neu definiert. Ob er nun Königin Elisabeth II. Auf einem Golfbuggy zum Hochzeitsempfang seines Sohnes chauffiert oder sich mit Prinz Philipp und anderen Royals auf die Tanzfläche begibt. Der ehemalige König Konstantin bleibt im Zentrum des königlichen Karussells. Und innerhalb dieser elitären Gruppe spielt er eine wichtige Rolle. König Konstantin ist als ehemaliger König von Griechenland einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte der europäischen Aristokratie. Gerade weil er durch dieses Exil und durch das Referendum befreit wurde. Wie wird er als Dreh- und Angelpunkt genutzt? Nun, er ist die Clapham-Kreuzung der Monarchie. Das heißt, seine privaten Familienfeiern wurden zu einem natürlichen Sammelbecken für alle, die aus Spanien, Dänemark, Großbritannien kamen. Es war eine gute Gelegenheit für europäische Könige, sich zu treffen. So lud er beispielsweise zu seinem 60. Geburtstag eine Reihe hochrangiger Gäste ein, darunter auch Royals, mit denen er verwandt ist. Zwei der wichtigsten Leute waren Prinz Charles und Camilla Bowles. Und es war das erste Mal, dass das Paar, Charles und Camilla, zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Es war ein freudiger Anlass für mich und ich habe sie einfach gefragt, ob sie kommen würden. Es war mein Geburtstag und er hat netterweise das Mittagessen ausgerichtet. Und so habe ich sie gefragt, ob sie kommen. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Denn danach konnte der Charles- und Camilla-Zug etwas an Fahrt gewinnen und in den Medien und der britischen Öffentlichkeit getestet werden.
Ich habe den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche und Sachen lese, dass sie eine besondere Position einnehmen. Sie sind eine Art Diplomat der europäischen Königshäuser, ein Macher hinter den Kulissen. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Nun, das klingt komisch. Ich empfinde es nicht so. Sie sind meine Familie und ich war vor vielen Jahren in einer Position, in der ich nicht mehr bin. Aber ich bin immer noch mit ihnen gleichgestellt und komme sehr gut mit ihnen aus. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, sie als Familie zu betrachten, mit dem Wissen, dass sie eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Letztendlich versuchen wir alle, dem Volk zu dienen. Darum geht es in der Monarchie. Obwohl er nicht mehr auf dem Thron sitzt, gibt es Anzeichen dafür, dass Konstantin immer noch großen Einfluss in Griechenland hat und dass er die griechische Regierung provozieren kann. 1993 machte die Familie einen Yachturlaub rund um die griechischen Inseln. Nachdem er Berichten zufolge vereinbart hatte, bewohnte Gebiete zu meiden, fuhr er in diesen Hafen in Südgriechenland, um Treibstoff zu holen. Die königliche Gruppe wurde von der griechischen Marine beschattet und von Herkules-Flugzeugen überflogen. Er wurde überall hin verfolgt, bis er am Ende gezwungen war, wegzusegeln, um den Frieden nicht mehr zu stören. Die Nerven der griechischen Regierung konnten das nicht ertragen. Und das mag der Grund sein, warum die griechische Regierung ein Jahr später das 40 Quadratkilometer große Anwesen des Königs in Tatoi beschlagnahmte. Für den König ist die Rückkehr nach Tatoi, zu dem Haus, das er vor fast 40 Jahren aufgeben musste, eine emotionale Reise. Tatoi ist jetzt ein Nationalpark. Das war unser Zuhause, der Ort, an dem wir gelebt haben. Dieser alte Ort erweckt viele Emotionen, denn er wurde ursprünglich von meinem Urgroßvater, König Georg I., gekauft. Er kam als junger Mann im Alter von 17 Jahren in dieses Land und wurde König der Hellenen und regierte 50 Jahre lang. Es wurde nicht von dem Geld gekauft, das er als Gehalt erhielt. Es war Geld, das aus Dänemark kam. Er kaufte es selbst, damit er seinen eigenen privaten Platz haben konnte. Seit dem Kauf im Jahr 1871 lebten auf dem Anwesen in Tatoi mehrere Generationen der griechischen Königsfamilie. Seit er im Exil ist, musste Konstantin um das Recht auf sein eigenes Land kämpfen. Jetzt kommen wir zu der letzten Kurve vor dem Haus. Und auf der rechten Seite befanden sich die Weinberge. Nachts kamen die Hirsche gerne dorthin. Ich weiß nicht, was da heute ist, was sie daraus gemacht haben. Das ist nur für die Öffentlichkeit. Das waren alles Weinberge und ich musste riesige Zäune aufstellen, weil sie alle Trauben abfressen wollten. Und sie rührten wie verrückt in dieser Gegend. Sehen Sie diesen Fleck da unten? Ich weiß nicht, ob Sie es hinter diesem Baum sehen können. Dort hatte ich meinen Hubschrauberlandeplatz, wo ich landen konnte, wenn ich aus dem Büro nach Hause kam, um mit der Königin und meiner kleinen Tochter zu Mittag zu essen. Und dann flog ich wieder zurück zur Arbeit. Königliche Besitztümer sind eine schwierige Angelegenheit. Wem gehören sie? Gehören sie dem Thron, dem Staat oder gehören sie der Person? Sind sie also Privatbesitz? Es ist schwierig, mit Sicherheit zu klären, was wem gehört. Nun, vielleicht nicht so schwierig.
Obwohl es in den 70ern und 80ern nicht besetzt war, zahlte der König Eigentumssteuer für Tatoi. Was die griechischen Steuerbehörden betrifft, schien es also sein Haus zu sein. Das ist schwer zu beschreiben. Warum haben sie es uns weggenommen? Es ist sehr schwer zu sagen, ob es Bosheit oder Neid war. Ich habe keine Ahnung, da ist keine Logik hinter. Es war ein Anwesen, das von der Familie gekauft wurde. Hier haben wir gelebt, das war unser Zuhause. Die meisten in unserer Familie wurden hier geboren, sind hier gestorben. Unser Sohn wurde hier geboren. Welches Zimmer war es noch? Eines der Zimmer dort oben. Es war da oben, oder? Und hier unten war Da war der Swimmingpool. der Swimmingpool. Die Pumpe ist hier drunter. Und der Swimmingpool war ein großer Reinfall. Deine Eltern haben ihn gebaut, oder? Ja, er war nicht so toll. Und dann weiter unten, hinter den Bäumen, ist ein kleiner Platz mit einem Tennisplatz. Alles zugewachsen hier. Mein Vater ging jeden Morgen raus, um das Gestrüpp zu entfernen, so dass man ziemlich weit sehen konnte. Er bat darum, in sein Haus gehen zu dürfen, um sein Anwesen zu nutzen. Nicht als Palast, sondern als Privatwohnung. Das wurde von der sozialistischen griechischen Regierung absichtlich als Drohung missverstanden, als Versuch, durch die Hintertür nach Griechenland zurückzukehren. Und keine noch so großen Versprechen des Königs, dass das nicht seine Absicht sei, schien sie davon abbringen zu können. Nachdem 10 Jahre lang verhandelt, alle Steuern bezahlt und eine Einigung über das Haus erzielt worden war, machte die neue Regierung 1994 eine Kehrtwende und beschlagnahmte Tatoi. Der Königsfamilie wurden die Pässe entzogen und sie musste die griechische Staatsbürgerschaft beantragen. König Konstantin riss schließlich der Geduldsfaden. Er wandte sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich halte es für die größte Beleidigung auf dieser Welt, wenn einem Griechen gesagt wird, er sei kein Grieche. Oder wenn einem Griechen gesagt wird, er müsse die griechische Staatsangehörigkeit beantragen. Ich wurde als Grieche geboren. Ich bin Grieche und ich werde als Grieche sterben. Und es gibt bestimmte Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Man kann jemanden nicht mehr beleidigen. Und das ist meine Grenze. Ich wurde in meinem Land geboren. Ich habe im griechischen Militär gedient. Ich zahle griechische Steuern. Ich habe eine Goldmedaille für Griechenland gewonnen. Die erste Goldmedaille, die Griechenland seit 50 Jahren in irgendeinem Sport gewonnen hat. Und ich wurde das Staatsoberhaupt Griechenlands. Ich denke, alles andere ist völliger Unsinn. Hier liegen mein Vater und meine Mutter. Diese Grenze habe ich Anfang März hierher gebracht, weil sich der Todestag meines Vaters zum 40. Mal jährte. Wir hatten eine Gedenkfeier, bei der wir die Grenze meiner Familie und der Familie meiner Schwester aus Spanien hier niedergelegt haben. Und jetzt müssen wir sie alle wegräumen, denn sie sehen ziemlich traurig aus. Nach langen Beratungen entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Menschenrechte von König Konstantin verletzt worden sind. Tatoi gehörte ihm. Aber er bekam das Haus trotzdem nicht zurück, weil das Urteil eine Entschädigung vorsah und nicht die Rückgabe des beschlagnahmten Eigentums. Und in dieser Kapelle liegen sowohl mein Großvater, König Konstantin, als auch meine Großmutter, Königin Sophia. Sie war die Schwester von Kaiser Wilhelm. Wenn der König heute über den Friedhof seiner Familie schreitet, ist er nur ein Besucher. Es ist, als ob die griechische Regierung die königliche Geschichte streichen wollte. Prinz Andreas von Griechenland liegt da, der Vater von Prinz Philipp. Meine Großmutter liegt da, die Schwester des Kaisers. Mein Urgroßvater liegt da, der Sohn des Königs von Dänemark und so weiter. Königin Sophia war auch die Enkelin von Königin Victoria. Sie sehen also, jeder kommt von zwei Seiten.
Dänemark, König Christian IX., Großbritannien, Königin Victoria. Und sie alle haben sich irgendwie vermischt, wie wir ja auch. Wenn man sich das Buch aller Familien besorgt, wird es lange dauern, bis man alles verstanden hat. Ich glaube, Prinz Andreas liegt dort. Im Frühjahr 2003 konnten der König und die Königin mit allen 5 Kindern zum ersten Mal seit fast 40 Jahren Griechenland besuchen. Nachdem er seinen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen hatte, konnte König Konstantin ganz entspannt in seine Heimat zurückkehren. Da alle Streitigkeiten beigelegt waren, wollte er die Reaktion der griechischen Regierung testen. Ich glaube, der Fall wurde im November abgeschlossen und wir flogen im Februar nach Griechenland. Das hat viele Leute überrascht, aber so haben wir das Eis gebrochen. Ich war dabei. Jeder auf der Straße war nett zu ihnen. Jeder grüßte sie. Alle Medien waren hinter ihnen her. Etwa 10 Fernsehkameras verfolgten sie, sodass die Regierung nicht mehr eingreifen konnte. Obwohl die Begegnung mit den Menschen in Nordgriechenland offensichtlich entspannt verlief, blieben einige Fragen offen. Eine war, woher die Gelder kamen, die die Regierung dem König als Entschädigung für Tatoi zahlte. Es war politisch fragwürdig. Was mich sehr verärgert hat, war, dass die Entschädigung, die sie mir gegeben haben, aus dem Haushalt für Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen kam. Ich fand, dass es falsch ist, den Menschen Geld wegzunehmen, das sie für mögliche Katastrophen brauchen würden. Wir haben eine Anfrage aus einem Dorf nördlich von Attika erhalten. Es handelt sich um 4 oder 5 Dörfer, die von einem Erdbeben sehr stark betroffen sind. Angestachelt vom Gefühl der Ungerechtigkeit suchte die Königsfamilie nach einer Möglichkeit, das Geld an den Katastrophenfonds zurückzugeben. Sie gründeten eine Stiftung, um den Wiederaufbau zerstörter Gemeinden zu finanzieren. Sie wurde nach der Königin benannt, die Anna-Maria-Stiftung. Ich würde es gerne sehen und dann mit dem Vorstand abklären, wie viel Geld wir ausgeben wollen und wofür. Was bedeutet, je eher wir es uns ansehen können, desto besser. Ja, absolut. Er hat sein Leben in die Hand genommen, so gut er konnte. Aber der Prüfstein war immer das, was er Griechenland und dem griechischen Volk bieten kann. Er bleibt in jeder Hinsicht ihr König, wenn sie ihn brauchen. Und der König hat als Veteran des Internationalen Olympischen Komitees dazu beigetragen, die Olympischen Spiele 2004 nach Griechenland zu holen. Er hat alles getan, was er konnte. Ich weiß, dass er während der Bewerbung zu seinen Freunden beim IOC gegangen ist. Und das IOC ist eine seltsame Gruppe. Ich bin IOC-Mitglied. Wir sind nur 120 Leute, also eine sehr enge Gemeinschaft. Man hat also seine Freunde und er ging zu ihnen. Ich bin sicher, dass er zu 30 oder 40 von ihnen gegangen ist und gesagt hat, seht her, es ist Zeit für Athen. Ich glaube, er hat sehr gekämpft. Obwohl sie wie eine gewöhnliche Familie aussehen, die einkaufen geht oder eine Sightseeing-Tour macht, wird selbst ein lockerer Spaziergang durch Athen zu einem königlichen Rundgang. Wenn Sie nach Griechenland gehen, sind Sie dann in irgendeiner Weise geschützt oder laufen Sie einfach durch die Straßen? Ich laufe durch die Straßen. Sprechen die Leute Sie an? Ja, die ganze Zeit. Was sagen Sie? Sie sind sehr ehrlich. Sie kommen entweder auf uns zu und jubeln, küssen und umarmen uns,
Oder sie sagen, dass sie beim Referendum gegen uns gestimmt haben, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Und wir sagen ihnen, dass das in Ordnung ist. Sie sagen, dass es okay ist und nehmen es nicht persönlich? Nein, man darf diese Dinge nicht persönlich nehmen. Die Entscheidung des Volkes war endgültig. Sie haben sie getroffen und ich muss damit leben. Also was soll ich tun? Ich kann nicht jeden Tag weinen. In diesen Tagen reist der Ex-König von Griechenland mit der U-Bahn. Heute zeigt er seiner jüngeren Tochter Theodora und ihrer Freundin, wo er 1964 geheiratet hat. Hier waren alle Truppen aufgereiht und die Kutsche kam hier durch. Sie hielt dort an. Und deine Mutter kam hier mit ihrem langen Hochzeitskleid und, wie sagt man, Schleier hinein. Und kurz bevor sie reinging, drehte sie sich um und winkte. Es war alles neu für mich. Es war irgendwie seltsam, aber auch sehr schön. Was wirklich sehr bewegend war, waren all die Blütenblätter, die von dort oben herunterfielen. Wir haben versucht, das bei der Hochzeit meines Sohnes und meiner Tochter nachzuahmen, weil es sehr bewegend war. Sie schwebten einfach herunter. Es gab keinen Reis in der Kirche, aber draußen, als wir mit der Kutsche fuhren, haben die Leute überall Reis geworfen. Ich erinnere mich, dass die Pferde ein bisschen aufgeregt waren und anfingen seitwärts zu laufen, worüber ich in der Kutsche nicht sehr glücklich war. Aber wenigstens war es eine offene Kutsche und ich dachte, wenn etwas passiert, kann ich immer noch springen. Wir werden Sie zur Neueröffnung einladen. Und wenn sie einen netten Ehemann findet, können wir hier heiraten. Ganz bestimmt wird sie einen netten Ehemann finden. Das sollte sie. Für Prinzessin Theodora besteht die verlockende Aussicht auf eine Hochzeit in der gleichen Kathedrale wie ihre Eltern. Der ehemalige König von Griechenland bleibt philosophisch, was seine Chancen auf eine Rückkehr auf den Thron betrifft. Es ist schwierig. Wir sind keine Politiker. Politiker streben nach diesem Stuhl, streben nach Macht. Und sie tun alles, was sie können, um sie zu bekommen. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen von Politikern, die erkennen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und sie gehen müssen. Ich hatte dieses Privileg. Ich hatte dieses Gefühl der Verantwortung schon einmal. Es ist nicht mein Ziel, es wieder zurückzubekommen. Für mich steht im Vordergrund, dass mein Land in Frieden lebt, dass mein Land glücklich und erfolgreich ist. Meine Aufgabe ist es, alles zu tun, was ich als Privatmann dazu beitragen kann. Ein Privatmann wird Konstantin in Griechenland nie wirklich sein. Als 3 Generationen der Monarchie zur ersten königlichen Taufe in Griechenland seit 40 Jahren auftauchten, war das ein Medienspektakel. Bei den Gebrüdern Grimm wäre der König zurückgekehrt, um seinen Thron zurückzufordern. Aber in der realen Welt einer modernen griechischen Demokratie ist so ein einfaches Märchenende unwahrscheinlich.